Objektenummer SCP-025-DE, Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-025-DE wird in Hangar 01 mit einer Größe von 60 x 35 x 15 Metern verwahrt, welcher sich auf dem Gelände von Standort DE-19 befindet. Nach längerer Untersuchung durch Dr. und dem leiteten Waffenexperten vor Ort wurde beschlossen, dass SCP-025-DE mit Standard-Sicherheitsmaßnahmen zu verwahren ist. SCP-025-DE darf nur zu Testzwecken aus Hangar 01 bewegt werden. Nur auf dem angrenzenden Testgelände darf SCP-025 erforscht werden. Es ist eine Freigabe von Dr. und eines zuständigen Abteilungsleiter für Waffenforschung erforderlich, um Tests oder Forschungen durchzuführen. Unbefugtes Betreten von Hangar 01 wird mit Disziplinarverfahren bestraft. Standard-Sicherheitsmaßnahmen. 4 Sicherheitsbeamte der Klasse C befinden sich auf dem Gelände. Videoüberwachung ist in und um den Hangar installiert und der Hangar ist zusätzlich von einem 3 Meter hohen Zaun gesichert, der mit einem speziellen Laser-Sicherheitszugang gesichert ist. Zusätzlich wurden in der Nähe von Hangar 01 Bewegungsmelder installiert, um unautorisiertes Personal zu melden. Beschreibung: SCP-025-DE ist ein 1000 Tonnen schweres Panzerfahrzeug des Typs P-1000 Ratte der Firma Krupp. Der Typ wurde im Jahre 1942 in Planung gegeben, aber laut offiziellen Aufzeichnungen keine Prototypen hergestellt. Die Planung wurde laut Analysen 1943 eingestellt. SCP-025 ist 35 Meter lang, 14 Meter breit und 11 Meter hoch. Der Aufbau trägt einen 650 Tonnen schweren Drehturm der Kriegsmarine, der mit 2 28 cm Kanonen bestückt ist, die eine Maximalreichweite von 42,5 Kilometern hat. SCP-025-DE wird von 2 Mannbau 12Z3244 Zylinder Schiffsdieselmotoren, die zusammen 17.000 PS Leistung liefern, angetrieben. SCP-025-DE wird auf 3,6 Meter breiten Kettenlaufwerken getragen und erreicht eine Marschgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Das Fahrzeug benötigt zur vollen Funktionsfähigkeit eine 20-köpfige Besatzung und besitzt eine Maximalbesatzung von 41 Mann. SCP-025-DEs Besonderheit Nummer 1 ist die Beschaffenheit des Materials, aus dem es besteht. Es besteht aus schwarzem Panzerstahl, welcher von einem Nanoorganismus durchzogen ist. Dieser gibt SCP-025-DE einen Selbstheilungseffekt, der es schwer macht, SCP-025-DE zu beschädigen oder es zu zerstören. SCP-025-DE hat somit die Möglichkeit, jede Art von Schaden zu heilen und durch Beschädigung fehlende Teile neu zu bilden oder zu ersetzen. Dr. nannte es darum das lebende Metall. Dr. Bericht zum schwarzen Metall. 20. April 1992. Erste Untersuchung an SCP-025-DE ergaben, dass es sehr schwer ist, SCP-025-DE Schaden zuzufügen, geschweige eine Probe zur näheren Untersuchung zu entnehmen. 21. April 1992 Probe 025-DE 01. Die erste Probe war nutzlos, Probe war 3 Stunden alt. Genaue Untersuchung ergab, dass der Nanoorganismus in Probe 025-DE 01 inaktiv war. Anhang 1. Die Farbe des Metalls ist zudem zu noch keinem identifizierten Organismus zurückzuführen. Ob sie natürlich ist oder einer Funktion dient, ist nicht zu sagen. 23. April 1992 Probe 025-DE 02. Habe eine Probe genommen, die 10 Minuten alt ist. Untersuchung ergab eine hohe Aktivität des Organismus an den Stellen, wo es entnommen wurde. Anhang 2. Aktivität stellt sich nach einer Stunde komplett ein. Eine weitere Probe wird benötigt, um mehr Informationen zu erhalten. 24. April 1992 Probe 025-DE 03. Führe einen Test mit Schwefelsäure durch. Es ist erstaunlich, wie schnell der Nanoorganismus die Verätzungen auf dem Metall repariert hat. Anhang 3. Leider ist es für uns unmöglich, den Organismus für unsere Zwecke zu nutzen, da wir nicht in der Lage sind, es selbst herzustellen. Dr. beantragte am 5. Mai 1992 eine Freigabe für einen Belastungstest an SCP-025-DE. O5-Freigabe für Belastungstest wurde erteilt, siehe Belastungstest 025-DE BT-01, Zugriff verweigert. SCP-025-DEs Besonderheit Nummer 2 ist seine uns noch unbekannte Munitionsartikel. Die Standardmunition ist eigentlich eine 1260 mm lange Panzersprenggranate, die aber durch SCP-025-DEs Nanoorganismus verbessert wurde.
Untersuchungen ergaben, dass diese Munition aus demselben Material besteht, nur dass der Effekt nicht Selbstheilung ist, sondern die Übernahme von anderen Fahrzeugen. Der Organismus setzt sich dabei am Waffensystem fest und nimmt alles unter Beschuss, was in seiner Nähe ist. Dieser Effekt kann bis zu einer halben Stunde andauern, je nach Größe des betroffenen Fahrzeuges. Warum der Effekt bei den Geschossen andersherum wirkt, konnte bisher nicht erklärt werden. Nach der Übernahme des feindlichen oder verbündeten Fahrzeuges kann man schwarze Flecken auf deren Panzerung erkennen, die wie das Metall von SCP-025-DE aussehen. Die Munition von SCP-025-DE wird wegen seiner starken Wirkung separat in Standort DE-19 aufbewahrt. Anhang: Der Stand der Munition war vor den Waffentests bei 150 Stück. Der aktuelle Stand nach den Tests beträgt 142 Stück. Wirkungsweise eines Geschosses von SCP-025-DE. Die Munition ist eine Art Splittergranate. Bei einem Einschlag wird alles in einen Radius von 40 Metern zerstört. Durch Explosionen und Druckwellen werden die Schrapnelle bis zu 200 Metern weit geschleudert. Diese Schrapnelle tragen den Nanoorganismus in sich und infizieren somit umstehenden Fahrzeuge in einen Radius von 200 Metern. Nachtrag: SCP-025-DE wurde kurz nach dem Ende der Besatzung Deutschlands durch die USA an die SCP Foundation Deutschland übergeben. Da der Transport von SCP-025-DE zu aufwendig gewesen wäre und Deutschland nun über eine eigene SCP Foundation verfügt, wurde das Fahrzeug zur sicheren Aufbewahrung in Standort DE-19 abgestellt.